Nein, sollte. Und das ist die Vorstellung von den Menschen, dass man ab 50 vernünftig wird. Ah, ja, genau. Ja, da muss man, genau, da darf man sich nicht mehr überanstrengen und so weiter Genau. und so fort. Nee, wir sehen das anders. Also, ich denke einfach, dass wir schon früher hätten das Ganze, was wir jetzt machen können. Aber es ist jetzt einfach so, dass wir ja eigentlich auch nicht nach Statistik und rechnerisch irgendwann für. Gerne hätten wir euch noch mehr unserer Autotalks während der Fahrt gezeigt. Leider hat die SD-Karte jedoch einen Fehler, wodurch das Bild dauernd hängt, der Ton aber weiterläuft. Kurzum, die Aufnahmen sind leider unbrauchbar. Wir greifen die Themen in unseren nächsten Episoden nochmals auf. Shit happens. Jetzt viel Spaß bei der neuen Episode. Filmen wir schon. So. Ah, gut. Ja, der Morgen danach. Der Morgen nach Ankunft. Wir sind endlich da. Das Ganze hat dann doch ein bisschen länger gedauert, wie gedacht. Da haben wir uns echt ein bisschen verkalkuliert. Und letztendlich waren wir erst um 2:30 gestern oder in der Nacht auf heute um 2:30 hier. Haben dann natürlich nicht mehr gefilmt, um die schlafenden Leute hier nicht zu stören. Und das wäre sowieso ein bisschen dunkel gewesen. Auf jeden Fall sind wir jetzt das, was das neue Zuhause sein wird. Wie ihr seht, es ist morgen. Ich habe ein T-Shirt an, anders als in Deutschland, wo ich glaube ich dieses Jahr nicht einmal morgens ein T-Shirt anziehen konnte. Ja, wir werden es dann heute 28 Grad und so gefällt uns das, ganz ehrlich gesagt. Ich bin gerade das Auto am Ausräumen, die letzten Kartons, die letzten Sachen am Rausholen und am Hochschleppen. Und dann könntet ihr mich ja zum Beispiel mal dabei begleiten. Und ich zeige euch mal zumindest, in welcher Gegend wir wohnen und wie das Haus aussieht. Okay, dann folgt mir. Auf geht's! So, wie versprochen, zeige ich euch ein bisschen was. So. Also, wir wohnen in Portimão, ein Städtchen mit 60.000 Einwohnern ungefähr. Schon eins der größeren an der Algarve. Faro ist noch wesentlich größer. Ja, und liegt so ungefähr in der Mitte der Algarve. Von daher also alles ganz gut mit dem Auto zu erreichen, wenn man irgendwo hin muss. Faro ist der Flughafen und auch so die Hauptstadt der ganzen Gegend, dieses Kreises Algarve. Ich weiß nicht genau wie viele Einwohner, aber ich schätze mal so ungefähr das Doppelte vom Portimão. Das Ganze ist so der erste Eindruck sehr ruhig hier vom Leben her, ungestresst. Die Leute parken ohne eingezeichnete Parkflächen, aber alle gut. Hier, wie man hier sehen kann, so nebeneinander. Ja. Und dann kommen wir zu unserer Wohnung. Die haben wir uns ausgesucht in einem Gebäude, in dem ich so vorher noch nicht gelebt habe. Jetzt hoffe ich, könnt ihr das gut sehen hinter mir. Ganz genau. Das sind 11 Stockwerke. Und wir wohnen hier in diesem Bau im 11. Stockwerk. Also ganz oben. Das sollte eine ganz tolle Aussicht sein, das werden wir sehen gleich. Ja, gehen wir mal rein einfach. Ihr könnt mich ja mal begleiten, ja. Und dann zeige ich euch auch noch, rumdrehen. Und dann zeige ich euch auch noch gerade vorher, was hier unten noch so zu sehen ist. Haben wir hier etwas, was halt in Deutschland nicht so unbedingt so üblich ist. Also hier erstmal eine schöne Liegewiese. Gemähter Rasen und so. Die Sonne kommt hier ungefähr hin
Was haben Sie mir gesagt? Ich glaube so ab mittags 12 Uhr. Auf dem anderen Teil ist sie schon ein da, wie ihr hier sehen könnt. Unser Pool. Ob das lang genug ist, mag ich nicht zu sagen. Mal testen. Ja, oh. Ich denke, man kann noch reingehen, so in der Sonne oder so. Sollte dies noch möglich sein. Ist auf jeden Fall wärmer. Ist mehr, denke ich. Ja. Der Pool, in dem man morgens statt duschen sich schön poolen kann und sprich auch so im Prinzip wäscht. Ja, okay. Dann gehen wir mal rein ins Häuselein. So, das ist unser Briefkasten. Kann uns sogar Sachen schicken. Und das Angenehme, muss ich sagen, in Portugal, wie auch in anderen südlichen Ländern, zum Beispiel in Spanien war das auch so, wenn ihr aufs Klingelschild schaut, da gibt es keine Namen dran. Also entweder man weiß, wo du wohnst, oder eben nicht, und man kann dich auch nicht suchen. Finde ich sehr angenehm. Alles wieder so, wieder so ein Pieper, geht's hier rein. Lasse ich gerade mal kurz die Sachen stehen und zeige euch noch mal kurz ein bisschen hier. Wohnen, Edifice ist so ein Gebäude, das für 10 Jahre, ja 10 Jahre hat er mir erzählt, gebaut wurde hier in dieser Neubau-Gegend damals von Portimão, die einen Teil des neuen Stadtzentrums darstellt. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder und ich zeige euch noch ein bisschen mehr. Ja, wo ich es gerade hier finde, das hier ist das Einreiseformular, was man sich ausfüllen und ausdrucken muss, um eigentlich in Frankreich ein- und ausreisen zu dürfen. Ja, haben wir ja, wie wir euch erzählt haben, in Luxemburg dann eingehend gesucht und deswegen ziemlich viel Zeit verloren. Mit welchem Ergebnis? Nix war. Gar nichts. Auf die Autobahn wieder drauf. Und ich denke, gleich kommt die Grenze und es kommt aber ein Schild, France, 1000 Meter und so weiter. Bereite mich darauf vor, dass wir jetzt alles zeigen müssen. Brauche aber noch nicht mal von der Geschwindigkeit runtergehen. Kann schön mit 110 über die Grenze pesen und kein Schwein interessiert. Das mal nur so am Rande, damit ihr wisst, wie die Kontrollen sind. Und ich kann auch schon verraten, es gab gar keine. Es gab weder eine von Deutschland nach Luxemburg, von Luxemburg nach Frankreich, von Frankreich nach Spanien oder von Spanien nach Portugal. Wir sind also quasi ohne jegliche Kontrolle hier unten angekommen. Müll, Müll, überall Müll, ich mag Müll. Da, wie ihr seht, 11. Stock. So, genau. So, that's where we live. Aber mal schauen, wo wir da hinkommen. Denn man kann hier wohl auch aufsteigen. Schauen wir uns mal an. Und über uns herum, ist dann nur noch eine riesen Fläche. Allerdings ist hier abgeschlossen. Vielleicht kommt man ja mit unserem Schlüssel da rein. Mal probieren. Nein. Okay, versuchen wir es auf der anderen Seite mal. Vielleicht kann man das jetzt ein bisschen schneller machen. So. Und hier das gleiche, hier ist auch eine Tür. 11. Stock. Jetzt probieren wir es hier nochmal. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück. Auf dieser Seite, aber so wie ich das hier kenne, wird es hier auch gesperrt sein.
Genau. Schade eigentlich, denn wir müssten wir mal den Herrn fragen, nicht den Vermieter, wie man hier drauf kommt. Das, was ich euch zeigen wollte, eigentlich ist dieses, wenn ihr sehen könnt. Denn hier oben, wird gerade restauriert, ist nochmal ein Dachpool, in dem man sich ein bisschen schön anlegen kann. Ja. Und jetzt zeige ich euch auch noch die Aussicht, mit ein bisschen Musik unterlegt, ist ja von oben. Okay?